Mein Tretroller Online-Shop ist dicht. Ich habe es aufgegeben. Macht es in der heutigen Zeit überhaupt noch Sinn, Tretroller im Online-Shop zu verkaufen? Meine freie Fahrradwerkstatt, die ist ebenso dicht. Macht auch das keinen Sinn mehr in der heutigen Zeit? Heute werde ich als Insider einmal richtig auspacken. Das wird interessant, wie die Lage im Land wirklich ist. Ich werde also richtig auspacken und dafür machen wir es uns bequem mit einer schönen gemischten Tour mit Tretroller und Pedelec. Fahren wir einfach los. Starten wir gleich mal durch mit dem Thema Nummer 1, die Todesspirale des Online-Shops. Alles hat aus purer Leidenschaft hier auf YouTube begonnen, weil es mein Hobby ist. Ich wollte und will immer noch diesen genialen Sport richtig groß machen. Ich habe Produktvorstellungen gedreht. Ich habe Tests aus meiner Perspektive für euch gedreht und euch auf tolle Touren mitgenommen. Nach dem Kauf ging es dann weiter mit dem After-Sales-Service, Bauanleitungen, Tuning-Möglichkeiten, Fahrtipps. All das habe ich hier auf YouTube eingestellt. Dafür habe ich allerdings bekommen 0. Das hat mir überhaupt keine Einnahmen gebracht. Dem entgegen standen aber riesige Ausgaben für die Roller. Wenn ihr durch meinen Kanal seht, dann seht ihr, wie viele unterschiedliche Modelle ich bereits getestet habe. Das kostet richtig Geld. Dann stehen mehrere Kameras noch auf der Liste. Tonequipment ist dabei, Stative natürlich, zig Adapter, jedes Mal wieder ein Riesenthema. Wer auch YouTube-Videos macht, der weiß es, Adapter braucht man überall. Wenn man dann auch an unterschiedlichen Orten dreht, was ich ja auch hin und wieder mache, dann muss auch dort die Anreise bezahlt werden und unzählige Stunden körperlich harte Arbeit kommen noch dazu. Denn das müsst ihr euch vorstellen, wenn ich einmal mit unterschiedlichen Perspektiven filme, dann muss ich ja die Kamera erst dort aufstellen. Also fahre ich irgendwo hin, hole dann die Kamera raus, das Stativ, die Adapter, pack das alles irgendwo an eine Stelle, fahre wieder weg, komme an der Stelle vorbeigefahren, komme dann wieder zurückgefahren, packe alles wieder zusammen und dann geht es weiter. Also so muss ich das machen, wenn ich alleine unterwegs bin. Wenn ich noch mit einer anderen Person unterwegs bin, fallen solche Sachen Gott sei Dank weg, dann wird es viel, viel einfacher. Aber auch diese Person muss dann wieder Zeit haben für das Ganze und Lust haben mitzumachen. Das ist nicht immer so ganz einfach abzustimmen. Ja, also da ist richtig viel Einsatz dahinter. So, und um das alles irgendwie so ein bisschen zu refinanzieren wieder und auch allen Interessenten das Testen zu ermöglichen, denn das wurde ja immer wieder angefragt, es wurde immer wieder gefragt, es gibt nirgendwo Testmöglichkeiten, wo kann man das testen? Da habe ich gedacht, ja, das wäre super, ich mache jetzt Folgendes, ich gründe einen Shop, es gibt Beratung per E-Mail, es gibt Beratung per Telefon und es gibt Beratung, wenn hier Menschen zu mir direkt nach Hause kommen, vor Ort, wo ich so wohne. Im Laufe der Zeit hat sich dann ein Fuhrpark von über 20 Testrollern hier angesammelt. Die habe ich einerseits für die Videos genutzt, aber die habe ich auch genutzt, damit ihr hier vor Ort und Outdoor, also richtig da, wo man fahren will, nicht in einer Halle auf einer kleinen Strecke, wobei das besser ist als nichts, aber hier kann man Outdoor mal richtig testen, wie es sich anfühlt, eine längere Strecke unterwegs zu sein. Viele 100 Meter, viele Kilometer, je nach eigener Fitness, auf den unterschiedlichsten Untergründen, von dem Rad-Fußweg bis hin zum groben Waldweg. Also da ist hier alles dabei. Feldwege natürlich auch. Also wirklich alles, was das Herz begehrt. Ganz tolle Sache. Und da sind auch unglaublich viele Menschen hierher gekommen. Wir haben ganz tolle Gespräche geführt. Und die Menschen, die hier waren, die sind richtig begeistert gewesen. Ich selbst habe für diese Begeisterung ein gewisses Investment immer gehabt. Ich musste die Termine absprechen. Mehrmals ging das dann teilweise per Telefon und E-Mail jeweils hin und her. Da musste ich die Roller vorbereiten. Den Luftdruck prüfen, die Bremsen prüfen, gucken, ob die Felgen richtig fest im Rahmen sitzen, ne, und ein bisschen sauber machen. Dann die Kunden nochmal beraten nach der Fahrt, die Roller reinigen, das Material nochmal prüfen, aber auch Material- und Versicherungskosten. Das sind alles so Dinge, die habe ich während dieser Probefahrten zu tragen gehabt. Und das Problem an der Sache war, die Kunden sind dann begeistert gewesen, sind nach Hause gefahren. Aber sie haben den Roller anschließend bestimmt zu 98% bei großen Online-Discounts gekauft und nicht bei mir. Das heißt, alle Kosten, alle Zeitaufwände hatte ich, aber ich muss ja auch von irgendwas leben. Und wenn ich meine ganze Zeit und auch mein Geld hier investiere, aber ich bekomme nichts zurück, dann ist das ein verdammt schlechtes Geschäft. Und da muss man sagen, was für ein geniales Geschäftsmodell. Ich habe den kompletten Service und die Beratung for free für die Discounter übernommen. Ja, Glückwunsch an die Discounter. Die haben nämlich das Geld dann kassiert, ohne einen Finger zu rühren. Absolut genial. Aber nicht für mich. Das hat mir dann in dem ersten Moment
wo ich erkannte, wie diese Dynamik läuft, echt mal die Schuhe ausgezogen. Aber ich verstehe dieses Verhalten absolut. Da mache ich niemandem einen Vorwurf draus, denn ich bin selbst derjenige, der sich genauso verhält. Wir alle wollen für unser sauer verdientes Geld, wo wir jeden Tag bei der Arbeit sitzen oder stehen und schuften, dafür wollen wir den maximalen Nutzen und wir schauen, wo es am billigsten ist. Ich mache das auch, überhaupt keine Frage, mache ich auch niemandem einen Vorwurf. Das ist völlig normal. Aber das ist so und das musste ich für mich selbst erstmal erkennen. Und dann ist jetzt die Frage, warum bin ich denn nicht billiger, so wie die Discount-Angebote? Ich habe das gemacht. Die Umsätze sind auch explodiert, aber mein Einkaufspreis beim Hersteller oder Großhändler ist oft nahe bis sogar höher als der Discounter-Verkaufspreis für euch. Warum? Weil Discounter mit einem Dynamic Pricing arbeiten. Das ist eine Preisspirale ohnesgleichen, die immer nur eine Richtung kennt, nämlich nach unten. Da schaut eine Software immer, wo ist der billigste Preis im Markt und dreht den eigenen Preis dann nochmal runter. So, und so verkauft man dann natürlich. Und bei mir war es auch so, als ich das eingesetzt habe, da haben 98% meiner Kunden genau diese Dynamic Pricing Angebote gekauft. Also da hat dann mein Online-Shop angefangen zu rauchen. Ne? Das ging richtig rund hier mit solchen Angeboten, aber die sind alle unterhalb meiner Ertragsschwelle letzten Endes gewesen. Nur magere 2% haben bei mir zur unverbindlichen Preisempfehlung gekauft, weil sie das auch ganz bewusst gemacht haben, weil sie genau mich oder generell den Fachhandel richtig bewusst stützen wollten. Das ist eine tolle Sache. Nach Abzug von Steuern und nach Abzug von Reklamationskompensationszahlungen, denn hin und wieder ist mal im Lack ein Kratzer. So etwas kompensiere ich aus meinem eigenen Geld. Da gibt es zwar vom Hersteller auch Geld, aber ich lege immer noch mal etwas drauf, weil ich möchte, dass meine Kunden richtig zufrieden sind mit der Ware, die sie geliefert bekommen. Und dann gibt es noch die Widerrufe. Das alles kostet richtig Geld. Und das geht auch anderen kleinen Fachhändlern so. Da bin ich also keine Ausnahme. Und ich, wie auch andere der kleineren spezialisierten Fachhändler, wir alle machen mit solchen Geschichten richtig fette finanzielle Verluste, wenn wir verkaufen wollen. Und zwar, wenn wir verkaufen wollen, heißt zu dem Dynamic Pricing Preis, den die großen, die richtig großen Handelsketten im Internet vorgeben. Das ist nicht schön. Und das bedeutet, kleine Fachhändler müssen somit aufgeben, weil Service zwar verlangt wird, aber in der riesengroßen Mehrheit nicht bezahlt wird. Es ist keine Zahlungsbereitschaft dafür vorhanden. Wir als kleine Fachhändler können die Preise der Großketten nicht mitgehen. Denn wenn wir das tun, dann sind wir mit jedem Verkauf im Minusbereich. Und das Schlimme daran ist auch, die Basis der Tretroller-Begeisterung wird dadurch komplett erodiert. Es gibt dann keinen Service, keine Beratung und keine Tipps mehr, denn die Discounter, dort gibt es nicht die Beratung in dieser Qualität. Da gibt es nicht die Begeisterung, die transportiert wird. Da gibt es nicht die Tipps, da gibt es nicht die Erfahrungswerte und da gibt es auch keinen Service beim Aufbau. Da werden die Kunden hängen gelassen. Und genau darauf gebe ich euch Brief und Siegel. Ich habe hier haufenweise Leute, die mich immer wieder kontaktieren und sagen, ich habe meinen Roller hier, da so günstig abgestaubt. Hilf mir bitte. Ich weiß nicht, wie ich dieses oder jenes einstellen soll. Ja? Und dann bin ich wieder in der Rolle. Ich mache den After Sales für andere Unternehmen, die das Geld verdient haben und ich muss Zeit investieren und ich tue das auch, weil ich will, dass das Thema Tretroller nach vorne kommt. Aber es ist meine Zeit und letztendlich mein Geld, was ich dann nicht verdienen kann in dieser Zeit. Also das geht so einfach nicht. Genau das sind dann eben die Nachteile. Entweder man kauft es richtig billig, aber dann hat man eine Menge Probleme unter Umständen, oder man gibt ein bisschen mehr Geld aus und ist dann völlig sorgenfrei. Die Hersteller wissen das ganz genau und die wollen auch eigentlich nicht, dass nur die Großhändler mit den Billigstpreisen die Preise nach unten schrauben und dadurch die ganzen Fachhändler wegsterben. Das wollen die nicht. Aber sie können nicht gegensteuern. Warum nicht? Sie sind auf die großen Vorbestellungsvolumina der Großketten nämlich angewiesen. Denn der schnelle Cashflow, eine schnelle Umlage des Geldes, ist für die Fertigung neuer Modelle essentiell. Und den bringen nicht die kleinen Fachhändler, das können die gar nicht, sondern das bringen die großen Ketten. Also, die großen Ketten haben völlig ihre Daseinsberechtigung
Daseinsberechtigung, denn ohne sie gäbe es keine neuen Modelle. Aber das Problem ist, dadurch, dass sie dann verkaufen, gibt es keine Begeisterung, gibt es keinen Service. Da fehlt dann eben das Ganze drumherum zu dem Tretroller. Also ist das große Problem, die Großketten sind notwendig, aber sie machen die Servicebasis komplett kaputt und die Begeisterung zum Produkt auch, weil die Kunden hinterher nicht wissen, wie baue ich den Roller richtig auf, wie kann ich eine Reparatur durchführen, wie benutze ich denn den Roller überhaupt richtig. Das ist dann halt alles ein großes Problem. Ja, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Wie können wir diese Abwärtsspirale durchbrechen? Also ich sage, per Online-Shop als kleiner Fachhändler, so wie ich das getan habe, jedenfalls nicht. Und als kostenlose Probierstation, was ich hier als allererster Shop überhaupt im DACH im Dachbereich gemacht habe, mit dem Outdoor-Testfahren, komplett neu, gab es bis dahin nirgendwo in dieser Form. Dann mit der Unterstützung mit den YouTube-Videos zum Aufbau, zum Fahren und so weiter. Völlig neu war das, völlig neuartig zu dem Zeitpunkt, als ich damit angefangen habe, gab es nichts Vergleichbares, aber das geht eben auch nicht. Und die Quintessenz ist, mein Tretroller Online-Shop ist jetzt dicht. Und dann war da ja noch das Thema Nummer 2, meine Fahrrad- und Pedelec-Werkstatt, die ich auch nebenbei noch am Laufen hatte. Und das ist das Thema Nummer 2, nämlich mein Werkstattdrama, die Bürokratie gegen den Umweltschutz. Was es damit auf sich hat, das erzähle ich dir jetzt. Denn das Thema Fahrradwerkstatt ist mit 2 Dingen verbunden und die sind für mich das absolute No-Go im Grunde. Erstens die Meisterpflicht. Ich bin kein Meister für Zweiradtechnik oder für Zweiradmechanik. Ich bin zwar im Grunde ein ausgebildeter Flugtriebwerkmechaniker, aber ich bin kein Fahrradmechaniker. Ich arbeite mein ganzes Leben lang mit Fahrrädern als Hobby. Ich kenne mich unfassbar gut aus mit der Technik, aber ich bin kein Meister. Und dann haben wir das zweite Problem, massive Steuerabgaben. Und das alles wirkt gegen die Reparierbarkeit und den Umweltschutz. Und zwar folgendermaßen. Meine Zweiradwerkstatt war noch im Aufbau, lief aber bereits. Ich hatte schon Kunden. Und wie gesagt, wie oft hört man als Kunde in der Fahrradwerkstatt, wurde nicht hier gekauft, wird nicht hier repariert. Das ist eigentlich immer der Fall, ne? Also wenn es euch oder dir auch schon einmal so ging, bitte in die Kommentare schreiben. Diese Ablehnung, die man da als Kunde erfährt und die einen so richtig frustriert, man sagt ja, Mensch, die verdienen doch Geld, warum tun die das nicht? Ja, das hat alles gute Gründe und das werden wir gleich sehen. Für mich jedenfalls war das, wurde nicht hier gekauft, wird nicht hier repariert. Genau das war für mich das Signal, weil ich immer wieder Anfragen bekam, genau hier auch Gas zu geben in diesem Bereich, weil ich das ja auch privat sowieso alles richtig gut mache und Bekannte kommen immer wieder, ja, da bin ich immer derjenige, der das alles richtig gut hinrepariert. Ich mache das seit Jahrzehnten im Grunde an meinen eigenen Rädern oder im Bekanntenkreis und ich korrigiere sogar hin und wieder mal die Fehler, die aus den Meisterwerkstätten in der Reparatur gemacht wurden und dann zu mir kommen. Also habe ich mir gedacht, ich biete das gewerblich an, denn ich kann es ja. Ich kann zwar nicht alles, was ein Meister gelernt hat und kann in der Zweiradtechnik, aber die grundlegenden Dinge, die ich eben kann, also eine Bremse einstellen, Bremsflüssigkeit in der hydraulischen Scheibenbremse wechseln, die Elektronikkomponenten oder Elektrikkomponenten an einem Fahrrad wechseln und so weiter, das kann ich. Ja, und natürlich Schläuche wechseln und Reifen wechseln und Reifen zentrieren. Solche Dinge sind natürlich für mich das, was ich aus dem FF mache. Einiges kann ich sicherlich nicht, was ein Meisterbetrieb kann, aber das fasse ich auch nicht an. Aber mit den Dingen, die ich eben genannt habe, wenn ich so etwas gewerblich anbieten würde, wären damit unheimlich viele Probleme für mich verbunden. Und die haben alle eine einzige Quelle, denn für fast alles besteht ein Meistertitelzwang. So, jetzt ist das Lustige, im Grunde korrigiere ich ja privat hier regelmäßig eigentlich das, was aus einer Meisterwerkstatt unfertig rauskommt, wo man sagen kann, ja, das ist so ansatzweise repariert, aber nicht bis zum Ende, dann mache ich das richtig. Aber ich darf gewerblich meine zumindest offensichtlich nicht schlechtere Qualität, die darf ich ohne den Titel nicht anbieten. Geht nicht. Ich bin also jetzt in der Vergangenheit, als ich das gewerblich angeboten habe, auf minder handwerkliche Arbeiten beschränkt gewesen. Das heißt, ich durfte nur Reifen, Schlauch wechseln, so ganz einfache Dinge, Zubehörteile anbauen, Kleinigkeiten festziehen, aber das war es im Grunde auch. Und das ist natürlich nichts, womit A, ich Geld verdienen kann und B, die Kunden zufrieden sind, denn vieles davon können sie selbst bei Pedelec, da wird es nämlich nochmal interessant, ne? Das Pedelec, also das, was wir hier als E-Bike meistens bezeichnen, als Elektrofahrrad, das bis 25 Stundenkilometer fahren darf, wo durch den Pedalantrieb
Antrieb das Signal an den Motor erfolgt. Da gibt es jetzt folgende Einschränkungen, und zwar Markenantriebe dürfen nur von autorisierten Partnern gewartet werden. Dazu sind spezielle Produktschulungen notwendig, Diagnosegeräte und Software müssen vorhanden sein. Bekomme ich nicht, kann ich nicht bezahlen. Deswegen sind die Reparaturen in Fachwerkstätten eigentlich auch gar nicht teuer, sondern eigentlich extrem billig für den großen Aufwand, wenn man das mal bedenkt, der dahinter steckt. Da ist wirklich so viel dahinter. Man sagt als Kunde zuerst, ja Wahnsinn, was da auf der Rechnung steht. Aber wenn man wirklich mal guckt, was muss denn die Werkstatt leisten, bis sie endlich diese Reparatur durchführen darf? Das ist derart viel, da komme ich auch gleich nochmal dazu. Also die Preise in Fachwerkstätten sind eigentlich zu billig sogar noch. Das ist mein Ernst, aber ich sage gleich noch warum. Mein Plan war jetzt also, da die Marken für mich eigentlich nicht zugänglich sind, aber jede Menge China-Pedelecs, sagen wir es mal so, die online bestellt wurden, keine großen Marken also, die sind hier unterwegs und da bekomme ich immer wieder Fragen, ob ich die reparieren kann. So, und im Prinzip kommt von der Elektronik sowieso alles aus China, das ist ja auch noch mal ein anderes Thema, aber ich kann es jedenfalls wieder nicht tun. Ich muss jedes Mal dann jetzt ablehnen, denn es gibt kaum Ersatzteile. Diagnosegeräte für Antriebskomponenten kenne ich zumindest nicht für diese Fahrräder, weiß ich nicht, ob es das gibt, ist zumindest bestimmt rar. Für mich bedeutet das, im Grunde müsste jetzt beim kleinsten Fehler bei solchen billigeren Fahrrädern alles ausgetauscht werden. Denn wenn ich einen anderen Akku bekomme, der dann nicht genau zu den Anschlüssen passt oder nicht mit der Steuerungselektronik kommuniziert, dann nützt das ja nichts. Das heißt, dann muss das Steuergerät gewechselt werden. Dann muss unter Umständen der Antriebsmotor gewechselt werden, weil der Motor wieder dann nicht mit dem neuen Steuergerät kommunizieren will. Da muss der Kabelsatz getauscht werden. Dann müssen vielleicht die Eingabesensoren gewechselt werden. Also da kommt man vom einen ins Tausendste. Man schraubt ewig dran herum und man rätselt auch ewig dran herum, weil auch die Dokumentation irgendwo zu wünschen übrig lässt oder gar nicht erst vorhanden ist. Und dann sind die Reparaturkosten am Ende so hoch, dass man lieber ein neues Pedelec des gleichen Typs nochmal kaufen könnte. Denn wir sind ja hier in einem Markt unterwegs, wo die Fahrräder relativ günstig sind, verglichen mit denen, die im Fachhandel erhältlich sind. Da stehen die Reparaturkosten in gar keinem Verhältnis mehr zu dem Neupreis. Das muss man sich wirklich verdeutlichen. Und noch dazu gilt auch hier natürlich die Meisterpflicht. Also das geht für mich persönlich dann alles doppelt nicht. Und da sage ich auch nochmal, viel Spaß, das ist ja sarkastisch schon gemeint, wenn ihr oder wir, ich vielleicht selbst, billige Internet-Pedelecs kaufen. Sobald ein Fehler auftritt, ist da nämlich Sense. Für viele ist es ja schon ein Problem, wenn zum Beispiel ein Hinterradmotor eingebaut ist. Da ist es schon ein Problem, den Reifen zu wechseln. Im Prinzip ist ein Reifenwechsel eine minder handwerkliche Reparatur, das dürfte ich machen. Aber beim Pedelec fällt dafür je nach Modell so viel Zeit an, weil guckt euch das mal an, wenn hinten der Motor eingebaut ist, da muss man so viele Stecker lösen, so viel rumfummeln, dass der Preis im Grunde dann unsittlich hoch wird, wenn man bedenkt, ja, da soll ja nur ein Reifen gewechselt werden. Und das zahlt dann niemand. Das kann ich niemandem mit gutem Gewissen anbieten, den Preis, den ich nehmen müsste, wenn ich meine Arbeitszeit dafür berechne. Aber ich kann es ja nicht allen schenken, meine Arbeitszeit. Ich muss ja von irgendwas leben. Alle anderen gehen ja auch zur Arbeit, um dafür Geld zu bekommen und nicht, um es dem Arbeitgeber zu schenken. Also das ist wieder ein Modell, das einfach nicht funktioniert. Und dazu muss ich auch einmal sagen, wenn ich einen Arbeitslohn auf einer Rechnung ausweise, dann ist das nicht mein Gewinn. Überhaupt nicht. Denn von diesem Arbeitslohn gehen diverse Steuerarten ab. Und zwar nicht zu knapp. Das ist richtig viel Geld. Dann muss die Sozialversicherung davon bezahlt werden. Also Krankenversicherung, Rentenversicherung. Also da schlackern einem schon die Augen, wenn man das sieht. Dann kommen noch die GEZ-Beträge. Auch wenn man das für seine eigene Wohnung oder für sein Haus schon bezahlt, hat man ein eigenes Unternehmen oder eine eigene Firma, geht das nochmal weg. Und dann kommen natürlich die IHK-Beiträge. Wir sind ja automatisch IHK-Mitglieder, wenn wir ein Gewerbe anmelden und hier diesen Handel betreiben. Und das war nicht alles. Jetzt kommt noch die Werkstattmiete oder die Finanzierung der Werkstatt, wenn die gekauft ist. Es kommen die Werkzeugkosten. Es kommt auch das Marketing. Es kommt ja kein Kunde, wenn kein Marketing betrieben wird. Die Kunden müssen ja wissen, dass es die Werkstatt gibt. Es muss eine Verwaltung bezahlt werden oder selbst getätigt werden. Und eine Website muss betreut und bezahlt werden. Da gibt es so viele Kostenfaktoren, die in diesen Stundenlohn reingehen. Da bleibt, wenn ein Stundenlohn, sagen wir mal, beispielsweise 60 Euro auf der Rechnung steht, da denkt man, also für so billige Arbeiten 60 Euro pro Stunde nehmen, das ist ja schon happig. Das ist es aber nicht. Denn bei einer relativ guten Auslastung schon bleibt dann letztendlich kaum der Mindestlohn übrig. Und in dieser Beispielrechnung, wo der Kunde 60 Euro pro Stunde Arbeit zahlt, aber der Mitarbeiter oder ich selbst dann unter Mindestlohn im Grunde bekommen, in dieser Stunde, da ist dann die Fehlersuche, Teile
ausfindig machen, die man als Ersatz braucht und bestellen, die Fehlerbeseitigung, die Funktionsprüfung, den Kunden benachrichtigen, dass das Fahrrad wieder fertig ist und die Rechnung stellen. Das ist in so einer knappen Zeit ist das alles nicht gemacht. Das heißt, so ein niedriger Betrag ist utopisch. Und jetzt stelle man sich mal den Kunden vor oder die Kundin vor, die im Internet ein super Schnäppchen gemacht haben und ein Pedelec für 1200 € gekauft haben. Sind die bereit, 200 oder 300 € Arbeitslohn zu zahlen und dann noch einmal 600 bis 900 € Teile kosten für eine Reparatur, wo sie genauso gut ein neues Pedelec kaufen könnten? Nee, das funktioniert nicht. Das macht keiner. Also wer ein billiges Internetfahrrad oder Pedelec gekauft hat und richtig auf den Euro achten muss und genau deswegen auch nicht in den etablierten Fachhandel vor Ort gehen kann, der kann natürlich nicht den Stundensatz zahlen, der hier für die Werkstatt am Ende trotzdem weniger als den Mindestlohn am Ende übrig lässt. Funktioniert von vorn bis hinten alles nicht. Und wir haben es gesehen, was diesen Stundensatz viel zu teuer macht, das sind die horrenden Abgaben, die man hier leisten muss. Und der Meisterzwang. Das ist für echte Reparaturen einfach nicht tragfähig. Einen Meister kann ich nicht zum Mindestlohn beschäftigen. Das will ich auch nicht im Ansatz. Das wäre ja irre. Natürlich werde ich das selbst niemals wollen. Es muss vernünftig Geld verdient werden mit vernünftiger Arbeit. Aber was man hier hat, das ist im Grunde ein Strudel in die Armut und das ist sogar ein Strudel in den Minusbereich mit solchen Preisen. Und das ist noch nicht ganz alles, denn jetzt kommt ja noch das Thema der Ersatzteile. Die kosten mich im Großhandel nämlich meist mehr, als sie den Kunden beim Discounter kosten. Das glaubt man nicht. Zum Beispiel auch hier zu mir aufs Dorf. Hier liefert AliExpress zum Beispiel gar nichts. Warum? Weil dieser Ort in deren Adressdatenbank gar nicht erst vorhanden ist. Ich muss also hier beim Großhandel kaufen, nicht zuletzt natürlich auch, weil die Teile auch in einer gewissen Zeit hier sein müssen und die Preise im Großhandel sind für mich eben einfach teurer als das, was du als Kunde da draußen im Internet kaufen kannst. Ich muss dafür mehr bezahlen und zusätzlich noch die Versandkosten tragen. An Kunden gebe ich dann die Teile unter meinen Selbstkosten weiter, weil es blöd ist, wenn die einen Reifen sehen für 15,99 € und ich diesen Reifen für 25,99 € weiterverkaufe. Das sieht ja wie Wucher aus. Natürlich mache ich das dann nicht und muss dann in den sauren Apfel beißen, aber das bringt mir ja wieder Verlust, denn ich muss das Geld ja bezahlen. Die Kunden denken dann aber, na, der verdient ja richtig an den Ersatzteilen, aber real verliere ich jede Menge Geld. Also das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und jetzt möchte ich hier einmal eine ganz düstere Zukunftsprognose in den Raum stellen und ich hätte gerne von euch eine Antwort in den Kommentaren darauf, ob ihr das auch so seht. Meine Prognose ist, wenn sich an dieser Situation nichts ändert, dann bedeutet das für die günstigen Online-Bikes auf Dauer das aus, weil sie beim ersten Fehler für die meisten einfach schlicht irreparabler Schrott sind. Das ist einfach die Tatsache. Obwohl die Lösung eigentlich ganz einfach und theoretisch auch billig wäre. Aber die steuerlichen und formellen Zwänge in Deutschland lassen das nicht zu. Gelebter Umweltschutz ist das aus meiner Ansicht nicht. In anderen Ländern geht das, wenn man nur mal über die Grenze Richtung Westen schaut, nach Holland. Da kann im Grunde jeder eine freie Fahrradwerkstatt betreiben und auch solche Fahrräder reparieren, dass die nicht zu Schrott werden, sondern weiterfahren können. In Deutschland geht es nicht. Die freie Fahrradwerkstatt ist damit für mich erstmal deswegen auch vom Tisch. Wer dazu Ideen hat, wie man es besser machen kann, auch hier rein in die Kommentare mit solchen Ideen. Freue ich mich. Das dritte Thema, vom Tretroller zum Jogbike. Jetzt möchte ich euch auf jeden Fall noch erklären, warum heißt mein Kanal nichts mehr mit Tretroller, sondern Jogbike. Ihr wisst oder ihr ahnt es zumindest, ich bin wirklich absolut Tretroller begeistert und das nicht erst seit gestern und auch nicht seitdem ich die Videos mache, sondern seit Jahrzehnten. Ich möchte unseren Sport, und es ist ein Sport, nach vorne bringen, weil es die gesündeste, und das wiederhole ich noch einmal, die gesündeste Bewegung zum kleinen finanziellen Kurs überhaupt ist. Tretroller werden allgemein oft als Kinderspielzeug wahrgenommen und genau deswegen benutze ich diesen Begriff nicht mehr. Wenn ich von Tretrollern spreche, verstehen es alle falsch und jeder belächelt das Thema. Und so etwas wird diesem unfassbar guten Fortbewegungsmittel nicht im Ansatz gerecht. Deswegen muss ich persönlich weg von diesem Begriff. Du kannst ihn gerne länger nutzen, ich nicht. Ich habe aber nichts dagegen, wenn du ihn weiter nutzt. Nur ich möchte erklären, warum ich es selbst nicht mehr tue. Und ich sage jetzt zu diesem maximal schonenden und dennoch Hochleistungssportgerät, was es wirklich ist, die beste Mischung aus Zone 2 Training, Cardio und Fettverbrennung, habe ich Videos hier auf dem Kanal, bitte anschauen.
und Maximalkrafttraining beim Sprint bergauf. Die perfekte Kombination aus isometrischer Haltearbeit und isotonischer Bewegungsarbeit, auch dazu gibt es hier Videos, verbunden mit purem Naturgenuss im perfekten Flow. Auch dazu gibt es etliche Videos hier auf dem Kanal. Ja, bisher hieß der Kanal hier Erlebnis Tretroller, Tretroller Live, Nature Flow und jetzt ist die Evolutionsstufe angekommen, die alle besten Eigenschaften direkt auf den Punkt bringt. Der Begriff vereint die Stärken von Joggen und Biken ganz ohne deren Nachteile und deswegen heißt dieser Kanal jetzt Jog Bike. Und wie geht es jetzt weiter? Ich werde in ganz naher Zukunft wieder einen Shop für euch betreiben. Oh ja, ich habe nichts gelernt, ich betreibe wieder einen Shop. Online könnt ihr dort kaufen, so wie gehabt, aber, und jetzt gibt es einige Änderungen, ihr bekommt die Tretroller, die ich als Jogbike bezeichne, weil sie ja gar keine Tretroller sind im klassischen Verständnis, sondern Hochleistungssportgeräte. Die bekommt ihr von mir hier vor Ort fix und fertig und besser als neu zum Selbstabholen. Auf Wunsch gibt es nach Absprache auch einen Lieferservice gegen Aufpreis direkt zu dir. Und das alles zum billigsten Preis. Ja, genau. Zum billigsten Preis. Und zwar ist dieser billigste Preis die unverbindliche Preisempfehlung. Moment, das ist doch gar nicht dann am billigsten. Doch. Und zwar warum? Weil ihr dafür bei mir ein besseres Jogbike bekommt als im Neuzustand. Und jetzt schaut einmal, was ich für euch übernehme. Das ist nämlich das, was immer wieder für Probleme sorgt. Ich prüfe alle Teile exakt auf die Optik und auf die Funktion, sodass am Ende ein wirklich perfektes Trainings- und Fortbewegungsgerät vor euch steht. Ich entsorge für euch das komplette Verpackungsmaterial und das ist nicht wenig und das stellt immer wieder einige auch für Probleme. Wie kriege ich diese großen Pappen und Verpackungen bis zum Papiercontainer? Entsorge ich für euch fachgerecht. Ich montiere und stelle alles absolut fachgerecht ein. Ich bespreche mit euch eventuelle Lackfehler, ob ihr sie gegen einen Preisnachlass akzeptiert oder lieber ein neues, tadellos lackiertes Jogbike möchtet. Und das Dauerproblem Nummer 1, das fast alle draußen haben, die richtige Bremseinstellung. Das ist bei mir in den besten Händen und da lohnt es sich auch, die UVP zu bezahlen. Denn egal ob V-Brake oder Disc Brake, die Jogbikes, die ich verkaufe, sind optimal eingestellt. Es gibt es bei mir nicht, dass eine Seite einer Bremse irgendwo schleift oder dass ein langer Leerweg am Bremshebel ist. Das gibt es bei mir nicht. Bei mir ist das so top eingestellt. Wenn bei mir Menschen für Probefahrten da waren oder jetzt noch sind, dann wundern die sich, wie eine V-Brake bremsen kann und dann wundern die sich, wie eine mechanische Disc Brake, also Scheibenbremse, bremsen kann. Das bekommt ihr hier von mir, vom Profi, top optimal eingestellt. Und das ganz große Problem Nummer 2 sind die leider oft nicht perfekt zentrierten Laufräder ab Werk. Das bekomme ich immer wieder mit von Kunden, die mir sagen, hier, das sehe ich an der Bremse, das läuft nicht so ganz rund, was kann man machen? Ich kann die Räder perfekt zentrieren und deswegen mache ich das jetzt bei jedem Tretroller, der hier bei mir über den Hof geht. Bei mir wird jedes Laufrad so nachzentriert, dass es am Ende besser rund läuft, als es das im Serienzustand gemacht hätte. Ihr bekommt also bessere Jogbikes als im eigentlichen Neuzustand. Das ist im Grunde genommen ein Tuning, was ihr zusätzlich bekommt. Es sind keine neuen Teile da, aber die Teile, die da sind, sind viel besser eingestellt. Die entfalten ihr richtiges Potenzial erst, wenn sie diese nachträgliche Liebe hier bekommen. Und das bekommen sie. Und ich denke, dafür ist die unverbindliche Preisempfehlung ein mehr als faires, sogar das viel bessere Angebot oder das beste Angebot, das ihr überhaupt bekommen könnt. Denn ihr habt überhaupt keine Probleme und ein Roller, den ich hier aufbaue, der läuft zigmal besser. Im YouTube-Kanal hier selbst werden dich in Zukunft alle Themen um die gesündeste und spaßigste Fortbewegung in der Natur erwarten. Wie wir immer besser werden mit neuen Fahrtechnik-Tipps, das ist dabei. Was sich aktuell auf dem Jogbike-Markt für Erwachsene, also Tretroller für Erwachsene, so bewegt, das ist dabei. Welche Gesundheits- und Trainingsinhalte
Trainingseffekte wir mit welcher Art von Training erreichen können, bist du hier im Kanal immer richtig informiert und noch ganz viele Themen mehr kommen dazu. Deswegen sage ich, wenn dich das Thema interessiert, wenn du gesund und fit sein willst, wenn du deine Fahrtechnik verbessern willst, egal was, abonniere den Kanal und ganz wichtig, aktiviere die Glocke, sonst bekommst du nämlich keine Nachrichten, dass ein neues Video da ist. Und das ist natürlich alles kostenlos, damit auch du von allen künftigen Videos auf diesem Kanal mit deinem Jogbike oder auf deinem Jogbike profitieren kannst. Ich freue mich riesig auf dich, wenn du wieder reinschaust. Vielen Dank fürs Zuschauen heute und wenn du etwas zu diesem doch recht umfangreichen und außergewöhnlichen Video auf diesem Kanal sagen möchtest, dann freue ich mich umso mehr auf deinen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich brauche jetzt was zu trinken. Tschüss.